Hallo aus Bernkastel-Kues. In diesem Video zeige ich die Top-Sehenswürdigkeit der Stadt, die Burg Landshut. Die Burg Landshut thront als Ruine über der Stadt Bernkastel-Kues. Sie liegt auf einem kleinen Ausläufer des Hunsrücks, genau oberhalb der historischen Altstadt von Bernkastel. Dort steht sie auf dem 235 Meter hohen Burgberg, einem Ausläufer des Olymp, eines der Moselberge dieser Region. Die hier auf die Burg zufließende Mosel biegt unterhalb der Burg in einer langgezogenen Kurve ab. Dies hat zur Folge, dass sowohl die moselaufwärts als auch die moselabwärts Reisenden die Burg Landshut bereits von weitem am Horizont erkennen können. Die heutige Burgruine geht auf ein spätrömisches Kastell aus dem 4. Jahrhundert zurück. Es wurde zur Sicherung des militärischen Nachschubs an der Mosel errichtet, der die Rheingrenze des Römischen Reiches erreichen sollte. Die damalige Anlage hatte einen Umfang von 60 mal 30 Metern und war durch mindestens 6 Türme verstärkt, die einen Umfang von 6 Metern hatten. Auf diesen römischen Fundamenten wurde Ende des 13. Jahrhunderts vom damaligen Trierer Erzbischof diese Höhenburg erbaut. Bereits etwa 300 Jahre vorher soll es eine Burg Bernkastel gegeben haben. Eine weitere hier befindliche Burganlage wurde im 12. Jahrhundert vom Trierer Erzbischof zerstört. Im 16. Jahrhundert wurde diese Burg erstmals als Landshut bezeichnet. Sie war Sitz eines Amtmanns, der das Trierer Amt verwaltete. Im Jahre 1692 wurde die Burg durch einen unglücklichen Brand zerstört. Es erfolgte bis heute nie wieder ein Aufbau. Im Jahre 1920 ging die Ruine in den Besitz der Stadt Bernkastel-Kues. Sie wird heutzutage sowohl als Restaurant als auch als Rastplatz für Wanderungen genutzt. Der Bergfried der Burg Landshut ist begehbar und bietet einen herrlichen Ausblick ins Moseltal. Im Zuge von umfassenden Renovierungsarbeiten im Jahre 2012 wurden Überreste entdeckt, die aus dem 5. oder 6. Jahrhundert stammen könnten. Dies lässt den Schluss zu, dass es sich hier um eine der ältesten Burgen im Moseltal handelt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Burg zu erreichen. Der vermutlich leichteste ist in den Sommermonaten ein kleiner gelber Bus, der vom Busparkplatz vor der Verbandsgemeinde im Stundentakt hier hochfährt. Wer den Burgberg selbst erklimmen möchte, dem stehen verschiedene Wanderwege hier hoch zur Verfügung. Ich finde den Weg hinter der Verbandsgemeinde durch die Weinberge an der St. Anna-Kapelle vorbei am schönsten, da man hier quasi während der gesamten Strecke das Panorama auf die Mosel und die Stadt vor einem hat. Ebenfalls schön, aber steil ist der Weg über das Schützenhaus. Hier kann man auf halber Strecke einkehren und auf dem Balkon von Bernkastel einen kleinen kulinarischen Zwischenstopp einlegen. Wer weder mit dem Bus noch zu Fuß gehen möchte, der kann die Burg auch fast mit dem Auto erreichen. Man nehme einfach die Strecke hoch in den Hunsrück und biegt nach ein paar hundert Metern in Richtung Burg ab. Hinter der ehemaligen Jugendherberge gibt es einen großen Parkplatz, von dem man nach wenigen Metern die Burg erreicht. Aber diese paar Meter haben es in der Steigung in sich. Egal auf welchem Weg man es in die Burg geschafft hat, hier hinzukommen und durch die vielen Fenster hinunter auf diese schöne Stadt und den Fluss zu gucken, lohnt sich in jedem Fall. Der Eintritt in die Burg ist kostenlos. Ich finde es insbesondere in den Sommermonaten, wenn rund um einen herum die Weinberge in ihrem dichten Grün stehen, hier wunderschön. Auf den Wegen rund um die Burg, aber auch von ihr selber wird deutlich, warum dies eine der schönsten Regionen der Mosel ist und hier so viele Touristen zu Recht hinkommen. Die Burg ist rundrum erschlossen und barrierefrei begehbar. Auf einer Vielzahl von Informationstafeln wird einem der Weg gewiesen und man kann sich über die vielen Aspekte der Burggeschichte sowie das römische Kastell informieren.
Von hier oben hat man auch eine Aussicht auf die Weinlage des Doktorweins. Der Sage nach hat die heilende Wirkung dieses Weins einen Kurfürsten von den Leiden einer schweren Krankheit befreien können, was bis dahin selbst die teuerste Medizin nicht vermochte. Somit kam der Bernkasteler Doktorwein zu seinem Namen. Diese berühmte Weinlage ist noch heute die teuerste der Welt. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Dies war die erste neue Folge aus dem neuen Sendestudio. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.